Hey miteinander, mein Name ist Marcel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Drawing Like a Sir. Heute zeige ich euch, wie man Glurak in seiner Y-Mega-Evolution zeichnet. Was ihr dabei wissen solltet, ist, dass Glurak vielleicht etwas schwieriger wird als mein letztes Tutorial. Aus diesem Grund empfehle ich euch, vielleicht etwas zu üben mit diesem Pikachu, wenn ihr noch Anfänger seid, beziehungsweise das letzte Video noch nicht gesehen habt. Jetzt aber genug der Vorrede, fangen wir an. Und zwar, wie sollte es anders sein, mit einem Kreis für den Kopf. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist dieser Kreis verhältnismäßig klein gewesen, dafür, dass ich sonst immer so riesige Kreise zeichne. Das liegt ganz einfach daran, dass Gluraks Kopf einen ganz kleinen Teil von diesem Blatt einnimmt. Einen großen Teil davon nimmt nämlich sein Körper ein. Diesen Körper zeichnen wir zuallererst mal mit seinem Hals und seinem Bauch ein. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Brachiosaurus, finde ich. Als nächstes zeichnen wir Gluraks Gelenke ein. Ich habe jetzt bei den Armen erstmal 2 kleine Kreise eingezeichnet und bei den Füßen jeweils 2 wirklich große Kreise. Wir geben den Beinen noch etwas mehr Form und danach, würde ich sagen, können wir ungefähr die Füße vorskizzieren. Ich weiß, viele Leute haben Panik, wenn es darum geht, Ärmel zu zeichnen, aber keine Angst, das ist gar nicht so schwer. Wir zeichnen einfach nur für die Hände und für die Ellenbogen jeweils einen Kreis ein und im nächsten Schritt verbinden wir die einfach. Wenn ihr die Arme verbunden habt, dann könnt ihr danach meinetwegen gerne die einzelnen Kreise ausradieren. Die nerven später hier eigentlich nur. An den Armen hat Glurak jeweils noch 2 kleine Flügel, wenn man das Flügel nennen möchte. Die skizzieren wir ganz grob vor. Jetzt könnt ihr die Flügel, die Glurak an seinen Armen hat, noch etwas detaillierter einzeichnen. Gerade so, dass es ein bisschen besser rüberkommt. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ja, ich habe ihm auch ein paar Klauen eingezeichnet. 3 an jeder Hand. Und danach könnt ihr den Schwanz vorskizzieren. Am Anfang von Gluraks Route haben wir eine mehr oder weniger Haiflosse, die ich drauf eingezeichnet habe. Und am Schwanzende, würde ich sagen, zeichnen wir nochmal die 3 Zacken und natürlich seine ikonische Flamme ein. In diesem Schritt habe ich eigentlich nicht viel mehr gemacht, außer Gluraks Route in der Mitte zu teilen und danach jedem Fuß nochmal 3 Klauen zu verpassen. Ich würde sagen, wir können jetzt in etwas anderen Dimensionen arbeiten. Genau, wir zeichnen jetzt die Flügel ein und die sind wirklich riesig. Deswegen fangen wir erst einmal mit dem Ansatz an und machen dann später erstmal mit dem Rest von den Flügeln weiter. Die Innenseite haben wir eingezeichnet, jetzt können wir uns um die Außenseite kümmern. Mir persönlich fehlen da ein paar kleine Details in den Flügeln. Die habe ich jetzt nach und nach eingezeichnet. Was ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft, ist die Innenseite von Gluraks Flügeln noch richtig schön zu zerfleddern. So wie es sich für einen richtigen Drachen gehört. Was? Was meinst du damit, Glurak ist nicht vom Typ Drache? Natürlich ist es ein Drache, guck dir das Viech doch mal an. Ja. Was zumindest noch fehlt auf unserer Zeichnung ist das Muster, das Glurak auf seinem Bauch bzw. auf seinem Hals hat. Zeichnet das ein. Nun kommt das wahrscheinlich Schwierigste an dieser Zeichnung, und zwar Gluraks Gesicht. Wenn ihr neu im Zeichnen seid und euch noch nicht so auskennt, bzw. noch nicht so viel Selbstvertrauen habt, ganz ruhig, ganz langsam. Generell gilt, wenn ihr irgendwas falsch macht, bzw. merkt, dass es nicht so ist wie in meiner Zeichnung, dann könnt ihr es ruhig ausradieren. Arbeitet mit Geduld und dann kriegt ihr das schon hin. Ich glaube an euch. Wir arbeiten jetzt Schritt für Schritt immer weiter an seinem Gesicht. Hier habe ich in meinem Fall einfach mal seinen Unterkiefer erweitert. Und abgesehen davon habe ich den unteren Teil der Kreishilfslinie einfach ausradiert. Könnt ihr auch gerne machen, wenn die euch irritiert. In seiner Y-Mega-Form hat Glurak 3 Zacken auf seinem Kopf. Zeichnet die mit ein. Nun dann, wir können den Kreis, den wir als Hilfslinie benutzt haben, nun eigentlich komplett ausradieren. Danach habe ich einfach mal seinen spitzen Zahn eingezeichnet und ihm noch eine Nase mit einem Nasenloch verpasst. Nun kümmern wir uns nur noch um Gluraks Auge und das ist in diesem Fall einfach nur ein spitzes Dreieck. Alles, was jetzt wirklich noch fehlt, ist Gluraks Pupille einzuzeichnen und vielleicht, wenn ihr Lust habt, dann noch auch seine Schlüsselbeine. Und dann wärt ihr fertig mit dem Zeichnen. Fast. Wäre da nicht noch das Inking. In meinem Fall habe ich Glurak einfach mit einem Multiliner der Stärke 3,0 nachgefahren. Ihr könnt natürlich aber auch gerne Tusche und Feder benutzen, wenn ihr das hier lieber haben möchtet. Achtet allerdings darauf, dass ihr seine Flamme nicht mitinkt. Diese Flamme ist nämlich, glaubt es oder glaubt es nicht, etwas, was wir nicht nachfahren müssen, weil sie keine schwarze Umrandung hat. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit der Koloration. Das Viech ist tatsächlich nicht vom Typ Drache. Also, legen wir los mit der Koloration von Glurak und ich würde sagen, wir fangen zuerst einmal an, indem wir die orangenen Parts von Glurak grundieren. Und das habe ich persönlich mit YR14 gemacht. Mit Y13 können wir jetzt die Unterseite von Gluraks Bauch und den Rest von seinem Schwanz bzw. seinem Hals und Unterkiefer noch komplett fertig grundieren und dann wären wir schon mal mit dem größten Part fertig.
Ich würde die Innenseite von Gluraks Flügeln als, naja, dunkles Türkis beschreiben. Wenn ihr mich fragt, dann braucht ihr nicht 1:1 dieselbe Farbe wie ich. Ihr müsst nicht losrennen und euch dieselbe BG49 kaufen, die ich hier dafür benutzt habe. Benutzt doch einfach ein dunkles Grün oder ein dunkles Blau, wenn ihr nicht dieselben Farben habt wie ich. Oder benutzt eine Mischung aus beiden. Seid ein bisschen kreativ. Gluraks Augen habe ich mit B02 zuerst grundiert und dann mit B05 schattiert. Nun kommt der etwas schwierigere Part. Ich würde sagen, für die Flamme von Glurak grundieren wir zuallererst einmal mit Y15. Radiert aber vorher die Bleistiftlinien aus, sonst verschmieren die etwas. Mit YR14 könnt ihr die Flamme jetzt so ein bisschen sättigen und danach könnt ihr mit Strong Red R46 dann noch ein bisschen mehr Rot in diese Flamme mit einbringen, gerade dass es ein bisschen authentischer aussieht. Jetzt ist Glurak fertig grundiert. Jetzt müssen wir noch die verschiedenen dunklen Stellen schattieren. Ihr könnt dazu entweder C1 oder C3 benutzen. Ich persönlich habe eine Mischung aus beiden benutzt. Gerade bei den helleren Stellen würde ich nicht zu krass schattieren, deswegen habe ich bei den helleren Stellen, wie beispielsweise beim Bauch oder beim Hals, einfach C1 benutzt und die restlichen Stellen habe ich mit C3 schattiert. Gluraks Flügel sind aber so dunkel, dass wir da nochmal eine Stufe härter gehen müssen. Das heißt, die Flügel, die müssen wir mit C5 schattieren. Keine Angst, das sieht anfangs vielleicht etwas seltsam und fleckig aus, aber sobald das Ganze getrocknet ist, ist das kein Problem mehr und sieht gar nicht mehr so schlimm aus wie am Anfang. Ach, ihr dachtet, wir wären fertig? Nein, es fehlt ja noch eine kleine winzige Sache, die wir machen müssen. Und die Leute, die meine Tutorials für gewöhnlich schauen, die wissen ganz genau, was das ist. Genau, wir müssen noch die Highlights setzen. Aber in diesem Fall mache ich das nicht mit meinem Gelschreiber, zumindest noch nicht. Ich benutze hierfür einfach mal ungewohnterweise einen Weißstift. Das mache ich aus dem Grund, weil in dem Original-Artwork Glurak hier und da so ein paar wirklich fleckige, helle Stellen hat. Und die bekommt man mit Orange nur sehr schwer bis teils überhaupt gar nicht hin, was Copics angeht. Aus diesem Grund würde ich euch vorschlagen, einfach flächendeckend mit dem Weißstift die hellen Stellen nachzugehen, so wie ich das hier gemacht habe. Wenn ihr aber möchtet, dann könnt ihr trotzdem noch mit dem Gelschreiber hier und da ein paar Highlights setzen. Und nun sind wir endlich fertig mit unserer Zeichnung von Glurak in seiner Y-Mega-Evolution. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr zugeschaut habt und hoffe natürlich, wie immer, dass ihr vielleicht ein bisschen was daraus lernen konntet. Auch jetzt diese neue Methode mit den Buntstiften hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass es euch da auch nicht anders geht. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat und ihr noch nicht abonniert habt, dann werdet doch Nakama, kommt zur Crew und verpasst nie wieder ein Video auf meinem Kanal, denn nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Artist's Opinion. Freut euch drauf, mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf Drawing Like a Sir. Bis dann.